Mein Name ist Hans Müller und ich bin Rentner. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Meine Geschichte. Es ist eine Geschichte voller schöner Erinnerungen, Liebe und glücklicher Momente. Ich wurde in einem kleinen Dorf in Bayern geboren und habe dort meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Als ich 18 Jahre alt war, lernte ich die Liebe meines Lebens kennen, meine wunderbare Frau Maria. Maria war eine Schönheit. Sie hatte lange blonde Haare und ein strahlendes Lächeln, das alle Menschen um sie herum glücklich machte. Aber sie war nicht nur schön, sondern auch sehr liebenswürdig. Alle Menschen im Dorf mochten sie. Sie war immer hilfsbereit und freundlich. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Es war auf einem Dorffest. Sie stand dort in einem blauen Kleid und lachte mit ihren Freunden. Mein Herz schlug schneller, und ich wusste sofort, dass ich sie kennenlernen musste. Wir begannen zu reden und merkten schnell, dass wir viele gemeinsame Interessen hatten. Wir lachten und tanzten die ganze Nacht. Nach diesem Abend verbrachten wir immer mehr Zeit miteinander. Maria war eine ausgezeichnete Köchin und Bäckerin. Ihre Kuchen und Kekse waren im ganzen Dorf bekannt. Wir gingen oft spazieren, machten Picknicks und redeten stundenlang über Gott und die Welt. 6 Monate später machten wir etwas sehr Mutiges. Wir heirateten. Viele Menschen dachten, dass es zu früh sei, aber wir wussten, dass wir füreinander bestimmt waren. Unsere Hochzeit war ein einfaches, aber wunderschönes Fest mit Familie und Freunden. Kurz nach der Hochzeit bekamen wir unser erstes Kind, einen Jungen namens Thomas. 2 Jahre später folgte unsere Tochter Anna und wieder 2 Jahre später unser jüngster Sohn Markus. Maria war die beste Mutter, die man sich vorstellen konnte. Sie kümmerte sich liebevoll um unsere Kinder und unser Zuhause. Unser Haus war immer voll von Lachen und Freude. Es gab viele lustige Momente. Einmal, als Thomas 5 Jahre alt war, malte er die Wände unseres Wohnzimmers mit Wachsmalstiften an. Ich war zuerst wütend, aber Maria lachte nur und sagte, er ist eben ein kleiner Künstler. So war Maria, immer positiv und voller Liebe. In den Sommerferien machten wir oft Ausflüge. Wir fuhren zum See, gingen wandern oder machten Camping. Diese Zeiten waren immer etwas Besonderes. Wir erzählten Geschichten am Lagerfeuer, sangen Lieder und genossen einfach die Zeit miteinander. Ich arbeitete viele Jahre als Lehrer an der örtlichen Schule. Ich liebte meinen Beruf und hatte viel Freude daran, den Kindern etwas beizubringen. Maria war immer an meiner Seite und unterstützte mich in allem. Unsere Kinder wuchsen heran und gingen schließlich alle zur Universität. Thomas wurde Ingenieur, Anna Ärztin und Markus Jurist. Ich bin so stolz auf sie alle. Jetzt sind alle 3 verheiratet und haben ihre eigenen Familien. Wir haben 5 Enkelkinder, die uns viel Freude bereiten. Es ist schön zu sehen, wie sich die Familie weiterentwickelt. Vor 3 Jahren ging ich in den Ruhestand. Meine Kollegen bereiteten mir eine große Abschiedsfeier vor. Es war ein wunderbarer Abend. Maria war natürlich auch dabei, und wir tanzten ein letztes Mal gemeinsam auf dieser Feier.
Doch das Leben hat auch seine traurigen Seiten. Vor 2 Jahren starb meine geliebte Maria. Es war ein schwerer Verlust, und ich vermisse sie jeden Tag. Sie war mein Fels in der Brandung, meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens. Der Schmerz war groß, aber ich weiß, dass sie immer in meinem Herzen sein wird. Obwohl ich Maria sehr vermisse, bin ich dankbar für die wunderbare Zeit, die wir zusammen hatten. Mein Leben war reich an Liebe und Glück. Jede Erinnerung an Maria und unsere Familie ist ein Schatz, den ich in meinem Herzen bewahre. Jetzt, als Rentner und Witwer, verbringe ich meine Zeit mit verschiedenen Aktivitäten. Ich gehe gerne spazieren und treffe mich mit alten Freunden im Café. Manchmal lese ich Bücher oder arbeite im Garten. Ich besuche auch oft meine Kinder und Enkelkinder. Sie geben mir viel Kraft und Freude. Und so endet meine Geschichte. Ein Leben voller Liebe, Freude und auch Trauer. Ich hoffe, dass ihr eines Tages auch solche schönen Erinnerungen haben werdet, wie ich. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und jetzt habe ich für dich ein paar Fragen vorbereitet, mit denen du dein Hörverständnis testen kannst. Los geht's. Wo wurde Hans Müller geboren? Hans Müller wurde in einem kleinen Dorf in Bayern geboren. Wie hieß die Frau, die Hans kennenlernte, als er 18 Jahre alt war? Sie hieß Maria. Warum mochten die Leute im Dorf Maria? Maria war sehr schön, nett und hilfsbereit. Sie war immer freundlich und half anderen. Wo traf Hans Maria zum ersten Mal? Hans traf Maria zum ersten Mal auf einem Dorffest. Wie lange kannten sich Hans und Maria, bevor sie heirateten? Sie kannten sich 6 Monate, bevor sie heirateten. Wie viele Kinder haben Hans und Maria? Hans und Maria haben 3 Kinder. Welche Berufe haben die Kinder von Hans und Maria? Thomas ist Ingenieur, Anna ist Ärztin und Markus ist Jurist. Wie lange ist Hans schon Rentner? Hans ist seit 3 Jahren Rentner. Was geschah vor 2 Jahren, das Hans sehr traurig machte? Vor 2 Jahren starb seine Frau Maria. Wie verbringt Hans jetzt seine Freizeit als Rentner und Witwer? Hans geht spazieren, trifft alte Freunde im Café, liest Bücher, arbeitet im Garten und besucht seine Kinder und Enkelkinder.